und herzlich willkommen, Leute. Wir sind auf der Ham Radio Amateurfunkmesse in Friedrichshafen und ich bin Alexandra Deo7YLA und befinde mich am Stand des Notfunkreferates des DARCs. Das ist Uli DC1 ULI. Und Uli, wie sieht es denn aus mit eurem Notfunkstand hier? Was macht ihr hier? Was präsentiert ihr hier? Ja. Danke für deine Frage, liebe Alexandra, und für dein Interesse, dass du hier zu uns an den Notfunkstand gekommen bist. Wenn du mal an meine Seite kommen magst. Wir haben ja mal versucht, auf einer Folie darzustellen, was gibt es für verschiedene Arten von Notfunk und wo engagieren wir uns als Deutscher Amateur-Radio-Club. Wenn wir mal bei der internationalen Ebene anfangen, wir arbeiten in der IARU, International Amateur Radio Union, im Segment 1 zusammen. Das heißt, es ist der Bereich von Norwegen bis runter nach Südafrika, wo wir eben auch entsprechend beteiligt sind als DARC. Und hier vernetzen wir uns mit internationalem Know-how, um bei Großkatastrophen in anderen Ländern, siehe Vulkanausbrüche oder auch Erdbeben in der Türkei als letztes, dann auf festgelegten Frequenzen miteinander kommunizieren zu können und Hilfsorganisationen und Hilfeleistungen koordinieren zu können. Für unsere Funkamateure, die bei uns im Verband organisiert sind, haben wir dann für die Behörden und Organisationen, die in Deutschland tätig sind, und das betrifft nicht nur den Bereich der BOS, Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben, sondern insbesondere auch Bedarfsträger. Wenn du dir zum Beispiel vorstellst, dass in einer relativ kleinen Gemeinde, die keine Berufsfeuerwehr hat, ein Notfall passiert, der Strom ausfällt, die Menschen nicht mehr kommunizieren können. In den ersten 1-2 Stunden ist das alles okay, da sagt man, ja, Strom wird gleich wieder da sein, alles gut. Spätestens, wenn der Gefrierschrank anfängt aufzutauen, werden die Leute sehr nervös. Und die Behörden brauchen dann gegebenenfalls auch Kommunikation innerhalb der Menschen, die nicht über Funk verbunden sind. Polizei, Feuerwehr, die haben entsprechende Funkfrequenzen. Aber die Bürgermeisterin gegebenenfalls, die ihren Bauhof erreichen muss, ihr Grünflächenamt und vielleicht noch irgendeine Baugesellschaft, die hat keine Kommunikation. Dafür stellen wir entsprechend eine Telefonanlage zur Verfügung, über die wir die Sprache, ich glaube, ihr habt schon mal darüber berichtet, aber auch Daten übertragen können. Was dabei aber sehr, sehr wichtig ist, wir können darüber, über diese Anlage, die ihr schon vorgestellt habt, auch ein öffentliches WLAN bereitstellen. Das heißt, es sind ja nicht nur die Menschen, die jetzt plötzlich nicht mehr kommunizieren können in dieser Gemeinde, sondern es gibt ganz viele Menschen, die sich jetzt außerhalb dieses Gebietes Sorgen machen. Was ist mit meinen Angehörigen? Ja, klar. Und wenn die jetzt alle bei der Polizei, bei der Feuerwehr anrufen, kann die Hilfsorganisation erstens nichts dazu sagen, weil sie nicht jedes einzelne Schicksal kennt. Zweitens aber auch völlig überlastet wird, weil die müssen ja eigentlich diese Ursachen beseitigen, ne, und die Nachwirkungen. Deshalb stellen wir ein öffentliches WLAN zur Verfügung, das du mit deinem ganz normalen Handy erreichen kannst. Du kannst darüber nur die Messenger nutzen, also nur WhatsApp, SMS versenden, Facebook und wie es alles heißt. Keine Bilder, keine Videos, weil das wären viel zu viel Daten. Ja. Aber damit kannst du deinen Angehörigen, die außerhalb deiner Stadt leben, einfach sagen, mir geht's gut, es ist alles in Ordnung, macht euch keine Sorgen, ich melde mich wieder. Ja. Und da sind wir schon bei dem Thema, die Grundlage all dieser Aktivitäten, die wir betreiben, ist der Bereich des Welfare-Traffics. Wir bauen in unseren Ortsverbänden, über 600 in Deutschland, vor Ort Notfunk im Ortsverband auf. Das heißt, wir vernetzen unsere Mitglieder auf ihren jeweiligen Ortsfrequenzen und trainieren sie oder weisen sie darauf hin. Im Notfall, geh doch mal bitte zu jeder vollen Stunde auf deine Ortsfrequenz. Und sobald euer Ortsverband sich dort getroffen hat, sprecht Zeiten ab. Alle 3 Stunden, alle 6 Stunden. Warum? Wir möchten nicht, dass die Akkus sehr schnell leer sind. Wir haben dann unsere Handfunkgeräte, die ganz normalen Handfunkgeräte. Und dann geben wir eben entsprechende Meldungen weiter, gesicherte Informationen, keine Gerüchte, sondern wirklich klare Meldungen, die vielleicht auch mit der Bürgermeisterin abgestimmt sind. Wie geht's weiter? Und der Hintergrund ist, dass wir dann über diese Vernetzung des Ortsverbandes auch die Nachbarn, die Freunde, die Bekannten und überhaupt das Gebiet erreichen können. Und damit können unsere Mitglieder, aber auch die, die wir informieren, wir binden zum Beispiel in diese Kreise auch CB-Funker, also völlig freie Funker, PMR-Funker oder Freenet-Funker ein, damit wir wirklich gesicherte Informationen weitergeben können. Daneben ist aber auch das Thema für einen Menschen wie mich in meiner Altersklasse,
ist es sehr wichtig, dass ich meine Medikamente habe. Im Katastrophenfall hat die Apotheke und die Ärzte was anderes zu tun, als sich um meine Blutdruckmittel zu kümmern. Ja. Aber da sehr viele Menschen in meinem Alter im Ortsverband sind, wird es mit Sicherheit einen geben, der genau mein Medikament gerade hat. Genauso natürlich für deinen Nachbarn. Wenn der Nachbar zu dir kommt und sagt, hallo, Alexandra, mir geht's nicht gut, kennst du nicht irgendjemanden? Dann kannst du über die Funkfrequenzen in deinem Ortsverband einfach nachfragen, habt ihr da Möglichkeiten und damit dich vernetzen. Ja. Natürlich ist es dann gut, wenn wir auch die Notrufe darüber absetzen können, also konkrete Rettungsdienstanfragen und Ähnliches. Das setzt aber wiederum voraus, dass die dann schon mit der nationalen Notfunklösung versorgt sind. Das heißt, was wir hier aufzeigen wollen auf dieser Messe, erstmalig so in dieser ganzheitlichen Sicht, dass sich das alles miteinander kombiniert. Es verzahnt sich. Ein einzelnes Element hat nicht viel Wirkung, aber durch die Verbindung von Funkamateuren im Ortsverband, durch die Nachbarn, über den nationalen Notfunk bis hin zum internationalen Notfunk, haben wir ein durchgängiges System, um Menschen in Not helfen zu können. Super. Also man muss natürlich auch immer sehr vernetzt bleiben in Notfällen. Das sieht man ja auch in den letzten Jahren, passiert immer mehr und dann hilft sowas natürlich immer sehr. Ja, wir versuchen dabei natürlich auch, also wenn ich zum Beispiel sagte, wir binden öffentliche WLAN-Netze auf und ermöglichen den Usern da reinzugehen, bedeutet das natürlich auch, wir müssen uns irgendwo anbinden. Dazu arbeiten wir mit Starlink zusammen, wir arbeiten mit Inmarsat zusammen, wir haben unser eigenes Internet, das Hemnet. Ja. Und wenn wir es schaffen, mit unseren Richtfunkstrecken aus dem betroffenen Gebiet rauszukommen, dann können wir zusätzlich auch noch das Internet anbinden, sodass wir als Hauptzielgruppe wirklich die Bevölkerung haben. Weil die Hilfsorganisationen, die sind vernetzt. Die haben ihre Bereitstellungsräume, wo die nachts schlafen, wo die versorgt werden. Aber die Bevölkerung, die braucht Informationen, Hilfe und Möglichkeiten, sozial zu agieren. Und sei es nur, dass du irgendeine Freundin anrufen kannst über Funk und sagen kannst, hey, mir geht's gerade nicht gut, hast du mal 10 Minuten, um zu labern. Ja. Dafür machen wir das. Okay, danke sehr für das tolle Interview. Sehr gerne, Und, Alexandra. Dann sehen wir uns nachher auf jeden Fall noch auf der Ham Radio. Mit Sicherheit und zu den Abendveranstaltungen. Alexandra, Ja, danke für deine Zeit. Danke fürs Zuschauen, Leute. Und liked das Video und schaut euch die nächsten auf jeden Fall an. Dann sehen wir uns bestimmt irgendwann mal wieder. Also bis dann, ciao.